Im Alter von 14 Jahren wurde eines meiner 4 Kinder mit dem sogenannten Asperger-Syndrom diagnostiziert. Und eines Tages gingen meine Frau und ich zu einer Selbsthilfegruppe. Und da saßen nun 25 Autisten zusammen. Viele hatten studiert und dennoch stellte sich zum Schluss heraus, dass allesamt arbeitslos waren. Das hat mich sehr betroffen gemacht und ich habe einige Jahre darauf, im Jahr 2011, Auticon gegründet. Auticon ist ein IT-Beratungsunternehmen und alle IT-Berater sind Autisten. Wir wissen allerdings, dass nur etwa 10% aller Autisten sich für das Thema IT interessieren. Und die Frage war immer, was ist mit den anderen? Was können wir für die tun? Das Konzept Diversicon basiert auf den Erfahrungen, die wir mit Auticon gemacht haben, und dass das Thema Autismus und Arbeit generell funktioniert, hat Auticon eindrücklich bewiesen. Also großes Vertrauen haben wir als Unternehmen, wenn wir Autisten Aufgaben übertragen, die sehr detailgenau bearbeitet werden müssen, sehr präzise und auch langwierig sind in dieser Kontinuität. Das ist das, was Autisten mögen und sehr, sehr gut machen. Ich sehe die Welt um mich herum als Muster. Ich gucke mir einen Programmcode an und mir springen Fehler oder Schwachstellen, Probleme ins Auge. Ich muss nicht danach suchen. Wir müssen uns klar machen, dass die Häufigkeit von Autismus etwa 1% beträgt. Das heißt, jeder hat in seinem weiteren Bekanntenkreis ungefähr einen Betroffenen. Deutschlandweit macht das rund 800.000 Menschen. Wir können jedoch nur für diejenigen etwas tun, die psychosozial geeignet sind, eine relevante Berufsausbildung haben und ausreichend motiviert sind. Wie stellen wir uns nun das Ganze vor? Diversicon arbeitet in 3 Schritten. Der erste Schritt ist eine Qualifizierung und Aktivierungsphase. Hier werden Autisten genau dort trainiert, wo sie im Berufsleben auch Probleme haben. Dabei geht es insbesondere um Sozialkompetenzen und Methodenkompetenzen. Wir bieten ihnen einen Werkzeugkoffer an, damit sie das Gelernte im späteren Berufsleben auch gut umsetzen können. Der zweite Schritt ist eine Brücke in den Arbeitsmarkt, die wir mit betreuter Zeitarbeit schlagen wollen. Hier geht es darum, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubringen und in einer Probephase aneinander zu gewöhnen, sodass im dritten Schritt ein Übergang in eine Festanstellung stattfindet. Eine Betreuung durch einen unserer Jobcoaches besteht, solange es der Arbeitgeber für nötig hält. Und wie finanziert sich Diversicon? Die Kosten für den ersten Schritt übernimmt die Bundesagentur für Arbeit bzw. die Jobcenter. Durch sogenannte Maßnahmengutscheine sind die Kosten für die Teilnehmer voll und ganz gedeckt. In der zweiten Phase agiert Diversicon wie ein Zeitarbeitsunternehmen und erhält Zeitarbeitsentgelte von den Unternehmen. Im dritten Schritt erhält Diversicon für die Berufsbegleitung teilweise Zuschüsse von den Integrationsämtern und berechnet den Unternehmen und Einzelpersonen die Kosten für Coachings und Trainings. Wir sind ein Social Business und lösen ein gesellschaftliches Problem mit einem unternehmerischen Ansatz. Wir benötigen Ihre Unterstützung, vor allem für die Startphase. Danach trägt sich das Unternehmen selbst. Sie erhalten von uns eine faire Verzinsung auf Ihr eingesetztes Kapital und vor allem eine hohe soziale Rendite. Wenn es uns gelingt, innerhalb der nächsten 7 Jahre 1000 Autisten in Jobs zu bringen, spart das der Gesellschaft 40 Millionen Euro. Sie helfen uns, Menschen in Arbeit zu bringen, die es verdient haben. Auf der einen Seite haben wir in Deutschland einen Fachkräftemangel und auf der anderen Seite haben wir Menschen, die sehr gute Fähigkeiten haben, aber arbeitslos sind. Diversicon möchte zwischen beiden Seiten eine Brücke bauen und so zu einer Win-Win-Situation beitragen. Werden Sie Social Entrepreneur? Mit uns.